So, herzlich willkommen zu AJ's Nerdbox. Wie ich ja gestern schon gesagt habe, ich möchte einen etwas längeren Review machen über Ahsoka Tano, Staffel 1, Episode 1 und 2. Gestern habe ich so in diesen 5 Minuten einen kleinen Überblick gebracht, warum mir die Serie gefällt, oder vielmehr die ersten beiden Episoden. Über die Serie kann man ja noch nicht viel sagen. Aber die ersten beiden Episoden haben mir schon sehr gut gefallen. Ich habe sie mir jetzt auch ein paar Mal schon angesehen und ja, was soll ich sagen? Ich bleibe dabei. 4 von 5 Sternen. Und das ist für mich schon mal ein Qualitätsmerkmal, dass man sich etwas öfter anschauen kann, ohne dass es langweilig wird. Warum? Weil man so viele Kleinigkeiten entdeckt, die für den Fan wichtig sind. Oder überhaupt für jemanden, der gerne ins Kino geht und schon weiß, wie der Plot endet, der die Überraschung schon kennt, aber der sich einfach daran freut, dass das alles so gut umgesetzt ist. Und gleich vorneweg die Warnung: Spoiler, es wird hier zu Spoilern kommen, denn ich möchte jetzt im Einzelnen darüber reden, was mir so gefallen hat. Deswegen jeder, der die Serie noch nicht gesehen hat und nicht überrascht werden will, oder der überrascht werden will oder sich von mir nicht die Überraschung nehmen lassen will, der sollte jetzt abschalten, denn es kommt zu Spoilern. Und ich fange erstmal mit den kleinen Sachen an, die für mich auch die Qualität einer Serie ausmachen. Das sind so diese liebevollen Details. Zum Beispiel gibt es da in Rebels, kennt man das schon, diese Lothal-Katze, die bei Sabine wohnt, in diesem großen Funkturm. Und die fand ich sehr, sehr liebevoll gestaltet. Die kommt wirklich sehr gut rüber, die spielt auch eine kleine Rolle. Und mir gefällt das sehr gut. Es gibt da ein Artefakt, das ist ein, sagen wir so, nahe an einem Sith-Artefakt. Und Sabine stellt ihr das hin, das ist so eine kleine Kugel, ich komme noch drauf, was es ist. Und die Katze faucht diese Kugel an, instinktiv, weil das etwas Böses ist. Hat mir sehr gut gefallen. Auch schöne Bilder werden geliefert, interessante Orte. Und das sind Orte, die ich gerne in den Sequels gesehen hätte. Zum Beispiel eine imperiale Werft, in der Sternzerstörer demontiert werden. Und da komme ich noch drauf, was sich da noch abspielt, weil da geht Ahsoka dann auch mit Syndulla, Generalin Syndulla, die geht dahin und schaut sich an, was dort gemacht wird. Was mir auch gut gefällt, sind die Bildwischer. Also, dass sich da mal etwas dreht. Also das Bild wird im Uhrzeigersinn neu aufgebaut und das andere abgebaut. Oder es gibt einen Wischer quer durchs Bild von der einen oder von der anderen Seite. Ja, und das neue Bild wird aufgebaut, das alte wird abgebaut. Kennen wir aus der alten Trilogie und gefällt mir sehr gut. Hat Dave Filoni wieder verwendet. Auch die Musik ist erwähnenswert. Das war etwas, was ich als Kritikpunkt schon zu den anderen Serien gesagt habe, was mir überhaupt nicht so gut gefallen hat, dass man die Musik irgendwie bei Star Wars vernachlässigt hat. So nach dem Motto, ja, Musik ist doch nicht wichtig, die Bilder zählen, was natürlich stimmt, die Geräusche zählen, was natürlich auch stimmt, aber wenn man dann die Musik weglässt, dann stimmt irgendwie vieles gar nicht mehr. Bei Endor gab es viele Musikszenen, die es dann wieder wettgemacht haben. Ich erinnere so an den Ausbruch auf Narkina 5, glaube ich, hieß es. Ja, da war die Musik wirklich sehr, sehr tragend, hat einen voll ins Geschehen hineingezogen. Und hier macht man das auch. Dieser, wie heißt der, Kevin Kiner oder Kevin Keener, der orientiert sich sehr an John Williams und der bringt das wirklich sehr, sehr gut rüber. Und was mir auch gefällt, ist das Intro von Ahsoka. Das erinnert sehr an einen japanischen Kurosawa-Film. Es sind viel Trommeln dabei und ja, so Bambus- oder Holzhölzer, die aneinander, Holzhölzer, Holzinstrumente, die aneinander geschlagen werden, kommt sehr stimmungsvoll rüber. Bevor ich mich jetzt in Lob ergehe, was ich auch am Schluss machen möchte, ein paar Kritikpunkte nur vorneweg. Es gab ein bisschen zu wenig Schnitte, meiner Meinung nach, und zu wenig Tempo bei den Dialogen. Ich habe das auch schon mal erwähnt, ich mag die vielen Schnitte bei den Action-Szenen nicht, weil man dann oft nicht mehr weiß, was überhaupt passiert. Das ist gut, das ist wirklich gut gelöst bei Ahsoka. Die Action-Szenen sind wirklich gut, komme ich auch noch darauf zu sprechen. Aber was ich gerne möchte, ist bei Dialogen, da möchte ich gerne Nahaufnahmen haben von den Leuten, die miteinander sprechen, wie reagieren die aufeinander und dass es etwas schneller geht. Die Dialoge waren teilweise sehr, sehr in die Länge gezogen und ich habe es schon mal erwähnt, George Lucas hat immer gesagt, macht es ein bisschen schneller, speed it up. Und das würde ein paar Szenen gut tun, wenn da ein bisschen ein schnellerer Schlagabtausch wäre. Und dann ist mir noch aufgefallen, die Kostüme sind ein bisschen, naja, man hat da Kosten gespart. Es fällt bei den Umhängen auf und bei der Textilverarbeitung von Kostümen. Ja, man hat da echt kostengünstig gearbeitet. Anscheinend scheint Disney Kosten und Mühen zu scheuen. Das in der Zeit, wo man hohe digitale Auflösungen von Kameras hat. Und da fällt es dann doch sehr auf, wenn man merkt, das Kostüm ist aus einem Frottee-Handtuch gefertigt.
und nur sehr billig vernäht worden. Ich sage das, meine Mutter war Kostümbildnerin nebenberuflich und ich weiß, wie Nähte auszusehen haben und wie teure Stoffe beschaffen sind und mir fällt das halt auf. Vielleicht fällt es euch nicht auf, mir fällt es jedenfalls auf. Und bei Sabine und Sendulla, die tragen Lederjacken, die sehen aus wie frisch aus dem Laden und jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, wie eine Lederjacke auszusehen hat, wenn sie im Gebrauch ist und wenn sie eine Geschichte zu erzählen hat, die sollte ein bisschen abgegriffener und abgewetzter aussehen und nicht, als hätte man sie gerade von der Stange im Laden geholt. Ist auch nur so ein Detail, aber es hätte mir gefallen, wenn man gemerkt hätte, dass diese Kleidung von Sabine und Sendulla schon seit Jahren getragen wird und doch durch das ein oder andere Abenteuer gegangen ist, in dem man durch Schmutz, Feuer, Rauch, Staub, Explosionen gelaufen ist. Und das sollte man dann der Kleidung ansehen. Aber wie gesagt, sieht sehr fabrikneu aus, aber das nur als kleine Kritikpunkte. Zu den Personen. Also ich fange jetzt mal bei dem Droiden an. Chopper lasse ich mal weg, der hat nur eine kleine Rolle und naja, ja, gut, die ist entscheidend, aber ist halt nur sehr klein. Aber mir ist aufgefallen, dass ein Droide wirklich sehr, sehr liebevoll ausgearbeitet ist. Und wie heißt dieser Droide? Er heißt Hyang, wenn ich es richtig gelesen habe. Und er ist sehr skurril. Und es ist ein Droide, der stammt noch aus der Zeit der Alten Republik. Und er hatte im Jedi-Tempel die Aufgabe, den Jünglingen ihre Lichtschwerter zusammenzubasteln oder ihnen dabei behilflich zu sein. Und der geht dann auch so ein bisschen drauf ein, auf die Lichtschwerter. Da geht es nämlich darum, ein Lichtschwert muss identifiziert werden. Wer hat das gebaut und so. Stammt von den Bösen. In Anführungszeichen, ich halte sie nicht ganz für böse, aber komme ich auch noch drauf. Und der kann da so ein paar Details erklären und ja, ist sehr, sehr interessant. Und er ist auch sehr interessant in der Art, wie er agiert, wie er mit Ahsoka agiert, denn er fliegt ihr Schiff. Und ja, ich finde ihn sehr skurril und sehr, sehr witzig. Und ja, das ist auch ein Pluspunkt, dass ein Droide wieder mal Humor hat, ohne blöd zu sein oder doof rüberzukommen. Er erinnert mich sehr an C3PO in der klassischen Trilogie. Ja, dann komme ich zu Sabine und Ahsoka. Und deren Verhältnis ist sehr kompliziert. Ja, und wer Rebels kennt, weiß auch, die haben so ihre Differenzen. Und sie müssen sich erst in Ahsoka Episode 1 und 2 zusammenfinden, was ihnen auch einigermaßen gelingt. Ich hoffe, dass das Problem jetzt nicht gelöst ist, weil dann wird es ein bisschen langweilig. Wenn 2 Episoden dafür ausreichen, ein schwerwiegendes Problem zu lösen, dann wäre das traurig. Und Star Wars lebt doch auch irgendwo davon, dass die Protagonisten zwar durch das Ziel vereint sind, aber in ihren Persönlichkeiten doch so unterschiedlich sind, dass sie eigentlich viel Streit haben können. Zum Beispiel Prinzessin Leia und Han Solo, das ist ein klassischer Fall, immer diese Streitereien, besonders in Das Imperium schlägt zurück, da war das schon sehr, sehr gut. Diese Dialoge gefallen mir bis heute und auch Menschen, die gerne ins Kino gehen und jetzt nicht Star Wars-Fans sind, finden diese Dialoge in Das Imperium schlägt zurück zwischen Han und Leia einfach gelungen, weil sie gelungen sind. Toll. Und ich möchte jetzt, ich würde es hoffen, dass zwischen Ahsoka und Sabine diese Probleme immer wieder mal während der gesamten Serie zur Sprache kommen und ihr Verhältnis nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass sie sich ein bisschen aneinander reiben. Und das wäre toll. Also es hat mir gefallen und wenn das jetzt noch ein bisschen ausgebaut wird, wäre das super. Dann ist Baylan Skoll zu nennen, ein Bösewicht. Naja, aber eigentlich kein richtiger Finsterling, ist auch sehr interessant. Er hat, normalerweise haben ja die Bösewichte immer ganz klare böse Absichten, die sind leicht durchschaubar, was sie wollen, aber bei ihm ist es jetzt nicht so ganz klar. In einigen Dialogen wird klar, dass er tiefere Absichten verfolgt. Und er will nicht einfach nur ein Imperium zurückhaben, weil es böse ist. Oder er ist ja auch kein Sith, er ist weder Jedi noch Sith, also er ist irgendwie dazwischen. Es bleibt zu erwarten, oder es bleibt abzuwarten, was erwartet er von einer Rückkehr Thrawn. Und er scheint mir sehr, sehr vielschichtig, wer ist der Baylan Skoll? Ja, bleibt abzuwarten, was man aus ihm macht. Auch seine Schülerin, sie heißt Shin Hati, sie hat auch Bedenken, so in dieser ganzen Angelegenheit, als klar wird, wir können Thrawn zurückholen. Also man hat bei ihr das Gefühl, sie beobachtet alles, was sich so entwickelt mit Argwohn. Und es wird auch spannend zu verfolgen, ob ihre Erwartungen erfüllt werden und was ihre Erwartungen eigentlich sind. Ja, das zu diesen beiden. Die Serie hat auch sehr viele mystische Aspekte. Ein Beispiel dafür findet sich gleich zu Anfang. Da muss Ahsoka Tano ein Rätsel lösen, das mich sehr an Indiana Jones und an das 5. Element erinnert.
wo sie eine Karte bekommt in Form eines Balls. Das ist eine Sternenkarte, die sich wunderbar entfaltet. Das ist wirklich eine tolle Szene, wie da die Galaxis dargestellt wird. Im Grunde genommen ist der Ball der galaktische Kern und dann spinnt sich alles so aus. Ja, und also wird dann das ganze Universum dargestellt, also die ganze näher liegende Umgebung der Galaxis, in der das alles spielt. Und ja, das muss Ahsoka am Anfang finden. Also diese Karte findet sie auch und das ist auch sehr, sehr spannend gemacht, sehr, sehr geheimnisvoll. Und dann später kommen diese beiden Bösewichte, also Sin Hati und Baylan Skoll, die kommen auf einen Planeten namens Sithos. Und da können sie diese Karte aktivieren. Das heißt, sie noch nicht, aber sie finden raus, aha, da gehört die Karte hin. Sie setzen das in so eine Art Altar hinein und dieser Ball bewegt sich und reagiert. Also weiß man, okay, diese Apparatur wird dafür geschaffen sein, die Karte zu aktivieren. Sie können es aber nicht aktivieren, weil dazu braucht man, wie heißt sie? Morgan Elsbeth. Kennen wir aus Mandalorian. Und da kommt es auch zu einer sehr stimmungsvollen Szene, als sie diese Karte aktiviert und nebenbei stellt sich heraus, Achtung, großer Spoiler, diese Morgan Elsbeth ist eine Hexe von Dathomir, eine der dunklen Schwestern oder vielmehr der Nachtschwestern. Ja, das zu diesen Orten, die mir sehr gut gefallen haben, weil sie etwas Mystisches an sich haben. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was ich mir bei den Sequels gewünscht habe, das sind die komplexeren Zusammenhänge, die wichtig sind für das Worldbuilding. Wo hat das jetzt stattgefunden bei Ahsoka? Nun, es gibt hier ein Gelände, das auch Morgan Elsbeth gehört hat. Sie war anscheinend sie hatte eine Zulieferfirma für das Imperium und hat auf ihrer Werft Sternzerstörer gebaut. Dieses Gelände wird jetzt abgewickelt, würde ich sagen. Es wird demontiert, zumindest die Schiffe dort werden demontiert und Ahsoka Tano und General Syndulla, sie müssen dort, ja, eine Spur führt sie dorthin und sie müssen dort Nachforschungen betreiben und es stellt sich heraus, hoppla, diese Sternzerstörer, die da auseinandergenommen und verkauft werden, diese Firma, die das macht, ist komplett unterwandert von ex-imperialen oder noch imperialen ja, Würdenträgern, können wir sagen, wie sagen wir, Würdenträger, ex-imperialen Funktionären, die dort arbeiten und natürlich an zwielichtige Geschäftsleute, die Sternzerstörer oder die Teile davon verkaufen. Natürlich nicht zu edlen Zwecken, wie man vermuten darf. Und die Antwort, wer das betreibt, kommt eigentlich unmittelbar. Ahsoka Tano und Syndulla sind dort und stellen so einige Fragen und dann fliegt ein Transporter weg und sie wollen wissen, warum darf der wegfliegen, mit was fliegt der weg. Dann kommt es zu einem kleinen Showdown und dann kommt es dann auch zu einer tollen Lichtschwertszene. Komme ich aber noch drauf. Zuvor möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was mich da so begeistert hat an dieser Szene in dieser Werft. Denn George Lucas hat schon immer gesagt, sein Imperium ist angelehnt an das Nazireich. Und ist ja ganz klar, man sieht es an den Uniformen, an dem ganzen Gehabe, an dieser ganzen Unmenschlichkeit und an dieser Gleichförmigkeit, ja, das sind Faschisten. Und jetzt wird es interessant, jetzt greift man in Ahsoka einen Aspekt der deutschen Nachkriegsgeschichte auf, nämlich die Entnazifizierung. Ich war sehr überrascht in meiner Jugend zu erfahren, dass die Entnazifizierung nicht gleich nach dem Krieg angefangen hat, sondern eigentlich erst in den 70er Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Und dass man dann feststellen musste, dass viele ehemalige Nazi-Größen, SS-Offiziere und so weiter in der Bundesrepublik ziemlich viel aufgebaut haben. Das mag jetzt toll sein, dass man sagt, ja, man hat da viel aufgebaut, aber ja, dunkle Gedanken bringen keine hellen Taten zum Vorschein. Zumindest bleibt immer irgendetwas Dunkles haften. Und das bringt jetzt Ahsoka auch, diesen Aspekt. Nicht nur das vergangene Imperium, das gefallene Nazireich, wenn man so will. Es geht jetzt hier auch um die Entimperialisierung oder Entnazifizierung der neuen Republik. Und man merkt, es ist nicht so einfach, denn die Seilschaften sind überall. Und das finde ich so toll fürs Worldbuilding. Man erfährt über Morgan Elsbeth, was die gemacht hat. Man erfährt darüber, dass die neue Republik natürlich die Ressourcen nutzt und versucht, das alles irgendwie zu integrieren in ihre Schiffe. Aber es sind viele andere da, die im Untergrund arbeiten und das Zeug verhökern an Menschen mit dunklen Absichten. Also ganz, ganz toll gelöst. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt komme ich zu diesem Kampf, den ich schon erwähnt habe, denn auf diesem Gelände, als der Transporter wegfliegt,
versucht Ahsoka das aufzuhalten und auch Syndulla versuchen den Transporter aufzuhalten, zusammen mit Chopper, wo er dann seinen großen Moment hat. Aber es kommt da zu einem Lichtschwertkampf zwischen einem Roboter und einem Inquisitor, der mit Baylan Skoll zusammen ist in seinem Schiff. Den sieht man auch ganz kurz glaube ich, in Episode 2 am Anfang. Und dieser Kampf ist wirklich gut. Und mir gefällt vor allem der Schluss. Der ist richtig toll gemacht. Also er macht dann dieses Doppellichtschwert an und wirft es weg und es ist ein Bumerang-Lichtschwert. Die Ahsoka kann ausweichen, sie springt hoch, das Schwert fliegt unter ihr hindurch und man sieht so im Hintergrund, wie es so eine Bananenkurve beschreibt. Man weiß, das kommt zurück. Und dann kommt schon Baylan Skolls Schiff und die schießen quasi auf Ahsoka und decken den Rückzug vom Inquisitor. Der springt an Bord, steht dann auf der Laderampe mit der Schülerin von Baylan. Und man fragt sich, hey Ahsoka, du musst doch aufpassen, das Lichtschwert kommt gleich zurück. Und er greift dann danach mit der Macht und Ahsoka geht einfach nur so zur Seite und es fliegt an ihr vorbei und er fängt es auf und dann fliegt das Schiff weg. Und ein toller Kampf, wirklich gut gelungen. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, mir hat die Serie bisher gut gefallen. Sie ist solide und ich hoffe, dass die jetzt so weitermachen, dass da nicht irgendwie wieder irgendwelche langweiligen Momente kommen, die man sich hätte sparen können oder peinliche Heldendemontage. Sollte nicht sein, aber bisher muss ich sagen, Disney, Lucasfilm, das habt ihr gut gemacht. Von mir gibt es 4 Sterne von 5. Vielleicht schafft es ja auch mal 5 Sterne zu bekommen. Das wäre mein großer Traum. Damit lasse ich es bewenden und ich wünsche euch alles Gute, weiterhin viel Spaß beim Schauen. Euer AJ. Bis zum nächsten Mal.